Hallo Retro-Freunde, hallo Masters of the Universe Fans. Wie ihr unschwer an der Videobeschreibung erkennen könnt, ist die Wave 4 der Masters of the Universe Origins bei mir eingezogen. Das war für mich Grund genug, dieses Video zu machen, um euch die ganzen 4 Figuren mal im Detail näher zu präsentieren. Ja, die Wave 4 ist nun komplett angekommen und auch in so einem schönen Mattel-Original-Karton. Hier ist der Karton der Figur Hordak. Contains 4 Pieces. Ich habe nur ein Piece bekommen. Aber der Karton, das ist immer so ein nettes, schönes, kleines Ding. Die behalte ich mir auch erst einmal. Finde ich richtig schön. So eine Originalverpackung der Verpackungen zu Hause zu haben. Ganz kurz, wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann klickt mal hier unten auf mein Kanal-Logo und abonniert meinen Kanal. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand und erfahrt immer die neuesten Sachen über meine Retro-Sammlung, über die Sachen, die ich präsentiere oder auch über die Masters of the Universe und wie in diesem Fall über die Origins. Die Wave 4, wie gesagt, 1, 2, 3 habe ich komplett. Ich habe auch, wie ich in meinem anderen Video schon mal erwähnt habe, das blende ich auch hier oben doch mal ein, könnt ihr auch nochmal nachvollziehen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dass ich auch den Landshark, der hier hinten steht, wie auch unten sieht man immer noch die Castle Grayskull Origins, die immer noch eingepackt ist, habe ich da. Ich möchte mich aber jetzt fokussieren auf die 4 neuen Figuren der Wave 4 und möchte anfangen mit einer Figur, die ich auch schon länger habe, die ich auch schon in einem vorangegangenen Video präsentiert habe, deswegen nur im Schnelldurchlauf. Hier ist Triklops. Triklops, auch ein Charakter der ersten Stunde, kann man fast sagen. Ja, wunderschöne Figur, gefällt mir fast besser wie die Original-Vintage-Figur. Ja, die Figuren liegen, ja, die Origins-Figuren liegen sehr nahe an den Vintage-Figuren. Der Triklops hat hier zum ersten Mal, wenn man das hier sieht, einen verkniffenen Biss, einen angestrengten Biss. Also man sieht die Zähne, die hat man bei der Vintage-Figur nicht gesehen. Ich finde, das macht aber diesen Charakter aus, so ein bisschen so einen verhärmten Ausdruck hier. Ja, also er strengt sich wirklich an. Und ja, auch die Karten, wie alle Karten bisher, relativ dünn. Ja, also nichts im Vergleich zu den Vintage-Karten. Das heißt, auch wenn ich die halt aus dem Versandhandel bekomme oder wenn ich sie irgendwo, was mir noch nicht passiert ist, irgendwo wirklich im Geschäft in einem Regal hängen sehe, dann sind die Karten meistens schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, haben den einen oder anderen Knick vielleicht. Ja, der Blister ist manchmal ein bisschen gedellt. Hier, der Triklops ist bis auf ein ganz kleines Manko hier unten an der Kante, was eigentlich bei diesen Karten oder bei diesen Figuren, auch bei der Verpackungsweise von Mattel, nicht ausbleibt, in einem sehr guten Zustand. Dann auch eine weitere Figur, die ich jetzt auch schon ein paar Tage habe, ist Stratos. Ja, Stratos, auch wiederum eine der ersten Vintage-Figuren. Ja, auch ein Kämpfer der Gerechtigkeit, ein Mitstreiter von He-Man. Ja, auch diese Figur ist so nah an der Vintage-Figur angelehnt. Richtig, richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Ich mag diese Origins-Figur wirklich wahnsinnig gerne. Ja. Wie ihr wisst, ich packe sie nicht aus. Ja, ich lasse sie OVP, weil die Vintage-Figuren habe ich ausgepackt. Ja, beziehungsweise mit denen habe ich früher gespielt. Da habe ich kein Problem damit, die ausgepackten im Regal stehen zu haben. Ja, bei denen hier finde ich es allein von der Karte, von dem Cardback so schade, wenn ich die halt auspacke und lose ins Regal stelle, weil ich werde damit nicht spielen, ich werde damit nicht posen. Ja, von daher habe ich die lieber original verpackt stehen, kann sie so bewundern, wie sie halt aussehen, mit diesem mega klasse Artwork hier hinten, wenn ihr das seht. Ja, das ist wirklich wunderschön. Ja, das ist Stratos gewesen. So, und jetzt kommen die 2 neuen, die meine Wave 4 somit komplettiert haben. Und zwar habe ich da schon länger drauf gewartet. Jetzt ist er endlich quasi in der Haus. Und zwar ist das einmal der Anführer der wilden Horde, Hordak. Ja, auch diese Figur wiederum ist sehr, sehr schön gestaltet. Ja, sehr angelehnt an die Vintage-Figur mit der Fledermaus, mit der Armbrust. Wirklich wunderschön. Der Paintjob ist bei dieser Figur, ich habe es mir mal im Detail ein bisschen angeguckt, nicht ganz so gut. Das eine Auge ist nicht richtig ausgemalt, ja, aber man darf
ja nie vergessen, Mattel hat diese Figuren nicht für Sammler oder ja doch nicht für Sammler gemacht, sondern halt die sollen eigentlich für die neue Generation an Kindern sein, ja, die damit spielen, die damit Spaß haben. Es sind Figuren, die 15 Euro um den Dreh kosten. Ja, das heißt, es ist keine Sammlerware, die 150 Euro die Figur oder 30, 50, 100 Euro die Figur kostet, wo man vielleicht ein bisschen ja, mehr erwarten kann, ja, von der Farbgebung, von der Bemalung. Hier, ich finde es vollkommen okay. Ja, diese Figuren, wie gesagt, liegen bei 15 Euro im Schnitt. Ja, und von daher finde ich die richtig wertig gemacht, trotz alledem. Der Umhang ist auch nicht, wie es bei den Origins gewohnt ist. Der Umhang ist halt ein fester Umhang. Ja, es ist nicht so ein lappriges Stück Plastik wie bei der Vintage-Figur. Ja, ich finde ihn sehr schön. Ja, auch das Cardback hinten seht ihr auch wieder. Sind wieder quasi Figuren angeteasert, hoffe ich mal, weil die gibt es aktuell noch nicht. Es gibt noch keinen Mantenna, es gibt noch keinen, hier auf der anderen Seite, den Modulok. Genauso gut wie, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, hier oben sind dann noch Leech, Chryslor und der Horde Trooper. Ja, also fast die komplette wilde Horde ist hier auf dem Bild. Ich hoffe, dass die alle noch rauskommen. Ja, also wie gesagt, klasse Figur, gefällt mir sehr gut. Und ich habe auch der Evil Horde Sticker, wie auch bei She-Ra schon, der She-Ra Sticker, der auf der Verpackung drauf war. Finde ich richtig klasse. Ist ein nettes, kleines, nice to have, ist ein kleines Detail, was mir persönlich sehr viel Freude bereitet. Und ich muss dazu sagen, also vielleicht liegt es nur an mir, aber ich finde, so im Vergleich, ich finde den Hordak und auch die nächste Figur, die ich jetzt zeigen werde gleich, irgendwie schwerer. Also ich habe es nicht auf die Waage gelegt, das will ich auch nicht machen, ja, so verrückt bin ich dann auch nicht. Ja, aber ich finde diese Figur irgendwie schwerer wie die anderen, die ich bisher hatte. Und mit der hier ist es nicht anders. Das ist die letzte Figur aus der Wave 4, letzte Standardfigur, die ich hier präsentiere. Und zwar ist das der gute Ninjor. Auch hier wunderschön gemacht und dieser Ninjor gefällt mir richtig gut. Da werden mich vielleicht einige jetzt für steinigen, aber mir gefällt er fast besser wie der Vintage Ninjor. Den Vintage Ninjor hatte ich früher gehabt. Das war eine meiner letzten Vintage-Figuren damals, keine Ahnung, 87, 88, ich weiß es nicht mehr, die ich gekauft bekommen habe von meinen Eltern oder mir selbst gekauft habe. Ich weiß es nicht mehr, ist schon lange her. Aber den habe ich früher gehabt, habe ich irgendwann mit allem, wie es so ist, wenn man erwachsen wird, ja, oder wenn man denkt, dass man erwachsen wird, mit meiner kompletten Sammlung für ein Apfel und ein Ei habe ich die hergegeben. Da könnte ich jetzt doch Tränen heulen, wenn ich darüber nachdenke, aber es hilft halt nichts. Ja, die Figuren waren alle wie geleckt. Ich habe mit denen zwar gespielt, aber trotzdem habe ich das komplette Zubehör gehabt. Die Figuren waren weder beschädigt noch sonst irgendwas. Ja, ich habe die immer sehr pfleglich behandelt. So wie ich es eigentlich mein ganzes Leben schon mache. Das heißt, hier bei denen ist es genauso. Die werde ich auch nicht auspacken zum Beispiel. Ja, und werde ich Mocks sammeln. Und ja, wie gesagt, dieser Ninjor wirkt für mich richtig bullig. Ja, der hat eine Brust wie, ich glaube, der hat eine größere Brust wie Teela und Evelyn zusammen. Ja, von diesen Origins-Figuren. Das ist richtig heftig. Ja, also der sieht richtig bullig aus. Ja, gefällt mir und mich stört auch überhaupt nicht, dass er seine Maskierung halt quasi, dass diese fest an der Figur dran ist, dass es kein Stoff ist wie bei der Vintage-Figur. Das stört mich hier überhaupt nicht. Zum einen packe ich ihn halt nicht aus und zum anderen finde ich, passt das einwandfrei zu der Figur. Ja. Und auch hier auf der Rückseite sieht man auch schon angeteasert wieder, ja, wie gesagt, das wunderschöne Artwork. Ja, und man sieht Clamp Champ ist ja auch schon mehr oder weniger draußen. Den gibt es ja vereinzelt schon als Deluxe-Figur mit einem Wechselkopf. Ja, aber auf der anderen Seite wurde noch keine Erwähnung gefunden. Haben wir hier King Randor. Und dieser King Randor, den gibt es ja in verschiedenen Stilrichtungen. Ja, als alten König, als jungen König und so weiter. Und wenn ich mir das Bild hier angucke, dann sieht er halt auch aus wie die Vintage-Figur. Ja, also es wird kein King Randor wahrscheinlich, wenn der rauskommt, mit einem weißen Bart und so weiter geben, sondern der wird halt auch an die Vintage-Figur angelehnt sein, mit dem blauen Cape, mit dem roten Outfit. Ja, freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, das war das. Und somit, wie gesagt, habe ich die Wave 4 komplett.
Die zwei neuen Figuren, die mir noch gefehlt haben, wie gesagt, waren Hordak und Ninjor. Die kamen beide jetzt in diesem Umkarton, ja, von dem Hordak. Den stelle ich mir auch mal so bei mir ins Regal. Wie gesagt, finde ich richtig schön. Und ja, ganz kurz noch eine Sache habe ich noch, und zwar möchte ich mich hier nochmal bei der Gruppe, bei den Motu Bros bedanken, und zwar ganz besonders bei dem Gerrit. Viele Grüße an den Gerrit. Der hatte nämlich in der Motu Bros Gruppe auf Facebook Origins Figuren angeboten zum Verkauf. Wollte halt er hat mehrere Figuren gehabt und wollte die in dem Paket verkaufen, aber anscheinend wollte das keiner haben, somit hat er sie einzeln verkauft und ich habe halt gesagt zu ihm, hier, wenn du sie nicht verkauft bekommst, komplett, ja, ich habe Interesse an dieser einen Figur, sag mir, was du haben willst und dann machen wir das. Und dann hat er sich auch gemeldet und er hat mir dann zugeschickt, aus der Wave 2 habe ich dann bekommen den Man-E-Faces. Ja, Man-E-Faces habe ich schon in der Sammlung, aber wie ihr wisst, ich sammle die Figuren OVP und wie ihr auch als Masters of the Universe Fans wisst, Man-E-Faces hat hier oben so ein kleines Drehrädchen und er hat 3 verschiedene Gesichter und Mattel liefert den halt auch, ja, je nach Produktion wahrscheinlich, mit allen 3 Gesichtern mal aus. Das heißt, es gibt das Monstergesicht, was ich jetzt hier bekommen habe, es gibt ein Robotergesicht und es gibt ein Menschengesicht. Den Roboter hatte ich schon, ja, und jetzt habe ich auch den Man-E-Faces mit dem Monstergesicht. Jetzt fehlt mir quasi die Figur noch ein drittes Mal, und zwar mit dem Menschengesicht. Ich weiß, vielleicht für manche ist das ein bisschen schwachsinnig, aber da ich die Figuren wie gesagt nicht auspacke, möchte ich alle 3 Varianten bei mir zu Hause haben. Das heißt, Menschengesicht fehlt mir. Wenn ihr den Man-E-Faces mit einem Menschengesicht habt, wenn ihr den irgendwo seht, sagt mir Bescheid. Sagt mir, was ihr dafür haben wollt. Ich denke mir, wir werden uns da einig. Ja, vielleicht können wir auch mit irgendwas tauschen. Ich bin da relativ offen, weil den möchte ich dann noch ein drittes Mal haben, sodass ich in alle 3 Varianten habe. Ja, so, das war's von meiner Seite. Was haltet ihr von den Masters of the Universe Origins? Was haltet ihr von der Wave 4? Was sagt ihr zu den neuen Figuren? Schreibt es in die Kommentare, interessiert mich. Ja, ich bin da gerne im regen Austausch mit euch. Ich möchte gerne mehr Meinungen halt haben. Ja, sammelt ihr Vintage, sammelt ihr Origins, sammelt ihr beides? Sagt ihr, die Origins sind gar nichts für mich? Oder sagt ihr auch, hier, ich pack's hier aus, weil meine Figuren, die möchte ich präsentieren, die möchte ich schön in Stellung bringen und möchte mit denen schöne Posen darstellen, die abfotografieren und auf Instagram stellen zum Beispiel, wo ich auch übrigens bin, genauso wie auf Facebook. Blende ich euch auch nochmal unten in die Kommentare ein, auch da könnt ihr Kontakt zu mir aufnehmen. Und ja, ich bin auf euer Feedback gespannt. Sagt mir, wie ihr das Video gefunden habt. Wie gesagt, vergesst nicht hier unten auf das Wasserzeichen, auf mein Logo zu klicken und den Kanal zu abonnieren. Und bleibt mir nichts anderes übrig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören, wir sehen uns, wir lesen uns wieder. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann, euer Retro Rauner.